wunderschönen guten Abend, meine lieben Simracing-Freunde und Simracing-Community. Heute mal wieder ein neues Let's Play und zwar mit Race Room von Sektor 3 und ihren neuesten Paukenschlag der WTCR 2020. Ich habe mir die jetzt mal genau angeschaut und ich muss sagen, es ist wieder ein absoluter Knaller geworden, wie schon die DTM 2020 davor oder auch, Entschuldigung, mein GT3 Evo R8. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, aber du fühlst dich zu jeder Zeit absolut sicher und du fühlst auch genau, was das Fahrzeug gerade zu jeder Zeit macht. Ich habe mal hier ein paar Zeitlupen aufgenommen, um euch zu zeigen, wie sehr gerade die Dämpfung am Oszillieren ist, weil im Standard-Setup das Fahrwerk einfach zu weich ist. Licht ist mir dabei erst aufgegangen durch das Interview vom Alex. In diesem Sinne nochmal vielen Dank an dich, Alex, für das Interview, der uns klipp und klar wissen lassen hat, dass die Firma KW Suspensions eine Tochtergesellschaft von Sektor 3 ist und anhand dessen durch ihre Bandbreite im Motorsport sämtliche Daten gesammelt werden konnten, ganz besonders auch durch Audi. Und der gute Alex und sein Team, das gute Team Sektor 3, hat einfach gelernt, mit diesen Daten umzugehen und die richtig zu verarbeiten in der Simulation. Jetzt schaut euch mal an, wie sehr das Fahrzeug hier am Schwanken ist, weil das Fahrwerk, wie gesagt, einfach viel zu weich ist. Und soweit ich das verstanden habe, sind die langsame Druck- und Zugstufe dafür zuständig, die Federung des Fahrzeuges beim Anbremsen, beim Beschleunigen und Einlenken die Geschwindigkeit zu regulieren. Und die schnelle Druck- und Zugstufe sind dafür zuständig, die Bodenwellenunebenheiten und Curbs zu schlucken. Und anhand dieses Beispiels in diesem Video sieht man ganz klar, wie ich es gerade eben gesagt habe, dass all das viel zu weich eingestellt ist. Das war mir bis dato immer ein großes Mysterium, die Fahraufhängung und die Dämpfer. Da habe ich mich bis jetzt wirklich ehrlich gesagt nie rangetraut. Aber so langsam, denke ich mal, wird es Zeit, sich auch mal daran ranzutasten. Und anhand solcher Replays kann man ganz klar feststellen, wo da ein Manko herrscht. Und ja, ich finde es einfach toll, dass sich der Alex bereit erklärt hat, dieses Interview zu geben. Sonst wäre mir das nie in den Sinn gekommen, da mal genauer hinzuschauen. Denn wenn du selbst als Simracer im Fahrzeug sitzt, du kriegst ja nicht jede Bodenunebenheit oder jede Bodenwelle mit und das Oszillieren vom Fahrzeug. Deswegen fällt es mir auch unheimlich schwer, da überhaupt irgendwas einzustellen. Aber jetzt ist mir klar geworden, durch diese Replays hier, wenn du sie mal ein bisschen entschleunigst, also in Zeitlupe laufen lässt, da kannst du genau beobachten, wie das Fahrzeug sich in welcher Situation verhält. Und anhand dessen kannst du halt deine langsamen und schnellen Druck- und Zugstufen einstellen. Ist natürlich immer noch ziemlich tricky, aber das ist jetzt eine kleine neue Challenge, die ich mir angenommen habe. Ja, klein ist gut, aber ich werde mich dessen annehmen. Und ich will das auch einfach nochmal präsentieren, um zu zeigen, wie verdammt geil die Physics in Race Room funktionieren. Und da steckt eine Menge Arbeit und Expertise dahinter. Das ist so ein Detail, was sehr schnell untergeht und ich will es hier einfach mal ein bisschen deutlich darstellen. Ist schade, dass Race Room so wenig Aufmerksamkeit bekommt, denn unter den Hardcore Sim Racing Sims, da gibt es nicht wirklich viele. Die kannst du an einer Hand abzählen, für mich sind das tatsächlich nur zwei. Das sind Race Room und R-Factor 2 und danach kommt erstmal lange nichts. Und dann kommen halt die Semi-Sim-Racing-Rennspiele, würde ich jetzt mal sagen. Aber das, was hier präsentiert wird, oder in R-Factor 2, das sind richtige Simulationen, Freunde. Und ich möchte für Sektor 3 hier auch mal eine Lanze brechen. Wenn ihr in den Race Room Shop geht, also ihr könnt das Spiel kostenlos bei Steam Workshop schon mal runterladen. Könnt euch die Demo-Version anschauen. Und wenn ihr dann in den Ingame-Shop reingeht und euch irgendein Fahrzeug interessiert, egal welches, und dieses anklickt, dann könnt ihr eine kostenlose Probefahrt mit jedem Fahrzeug machen. Und das spricht ganz klar für das Selbstbewusstsein von Sektor 3 und auch die Seriosität und Ernsthaftigkeit, die dahinter steckt. Ja, das waren so mal meine 2 Cent, die ich dazu geben wollte. Und die WTCR 2020 ist wirklich eine absolut geile DLC. Und ich bin wirklich überrascht, wie sehr schwer diese kleinen Frontlatriebler zu beherrschen sind am Limit. Da musst du wirklich ein Know-how an den Tag legen und sprich Gewichttransfer, richtiges Einbremsen, richtiges Einlenken
musste ein gutes Setup basteln. Dann kommen wir gleich zum Thema Setup. Ich habe manchmal hier präsentiert. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nichts an den Druck- und Zugstufen geändert. Aber das werde ich jetzt ändern und mich mal da dran rantasten und mal erste Erfahrungen sammeln. Ihr seht, hier habe ich in 2 Klicks den rechten Reifen runtergesetzt, weil er nicht richtig auf Temperatur kam. Den Stabi habe ich einen Klick weicher gemacht an der Front, damit er etwas weicher einlenkt und etwas mehr Traktion an der Front hat. Am Heck habe ich den Stabi 2 Klicks härter gemacht, damit das tote Heck vom Frontler auch mal ein bisschen zum Leben erweckt wird. Die Vorspur habe ich auf plus 10 Grad gestellt, damit er ein bisschen besser einlenkt. Bei der Vorspannung im Differential habe ich die Vorspannung einen Klick hochgestellt, damit das Fahrzeug im Kurveneingang einfach viel zu nervös war. Und dies ist eine gute Methode, unruhige Fahrzeuge beim Kurveneingang halt was ruhiger zu stellen. Und wenn das Fahrzeug zu träge einlenkt, kann man dementsprechend umgekehrt die Vorspannung ein paar Klicks runterstellen. Ich mache das immer in 1-2er Klicks, meistens in 2er Klicks. Wenn es dann nicht passt, gehe ich einen Klick wieder zurück oder noch einen Klick runter. Nur das mal nebenbei. Ja, das war so im Groben und Ganzen schon mein kleines Setup hier. Wie gesagt, mit den Druckstufen, da werde ich mich jetzt mal langsam rantasten und mal schauen, was dabei rauskommt. Und lieber Alex, da kannst du dir sicher sein, wenn ich mal was nicht verstehe, da werde ich direkt auf dich zurückkommen. Und ich denke mal, du bist genauso Feuer und Flamme und wirst mir da wieder mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und ja, liebe Leute, das waren meine 2 Cent und 5 Minuten mal zu WTCR 2020. Schaut sie euch an, sie ist es wirklich wert. Und da steckt eine Menge Arbeit und Expertise dahinter. Und das Fahrgefühl ist wirklich absolut geil und eine richtig geile Challenge. Und als nächstes werde ich mir auf jeden Fall mal den Audi RS3 LMS anschauen. Da bin ich auch mal sehr gespannt drauf und auf den Lynk & Co. Und auch auf den Civic, auf den Hyundai, ach eigentlich auf alle. Und ich bin mal wirklich gespannt auf die verschiedenen Charakteristiken aller Fahrzeuge. Gestartet habe ich jetzt mit dem Renault Megane RS, dem neuesten Zuwachs in der WTCR 2020 und dem neuen Cupra. Und ja, mit einem könnt ihr euch sicher sein, neue Videos werden folgen. Ich werde euch jetzt mit dem Rennen allein lassen, denn ich bin immer noch der Meinung, manchmal sagen Bilder mehr als 1000 Worte. Und achtet auf jeden Fall auch mal auf die AI. Wie die sich untereinander bekämpft, wie die sich gegenseitig mit dir bekämpft. Hart, aber fair, du wirst nie abgeschossen wie ein Panzer. Die AI nimmt jederzeit Rücksicht auf dich, wenn du ihr auch dementsprechend den Platz lässt. Und die verhält sich wirklich schon fast menschlich. Und das absolut Allergeilste an dieser AI finde ich, was mir persönlich bei allen Rennspielen oder auch Sims wirklich auf gut Deutsch gesagt auf den Sack geht. Wenn du weniger Schwung aus der Kurve mitnimmst als die AI zum Beispiel, auf einer Geraden, ist es doch immer wieder so, dass du auf der Geraden gefühlte 50, 60, ja sogar manchmal 100 PS mehr hast, weil du keinerlei Probleme damit hast, die AI auf der Geraden zu überholen. Aber das ist hier definitiv nicht der Fall. Wenn du nicht den Schwung mitbringst oder auf der richtigen Seite der Linie fährst, hast du keine Chance hier an der AI vorbeizukommen. Und das sind wirklich fast menschliche Züge und das ist wirklich Arbeit fast in Perfektion. Dazu stehe ich, das ist meine Meinung. Und diesbezüglich solltet ihr euch mal eure eigenen Impressionen jetzt in dem Video wieder einholen. Und ja, das war's von meiner Seite und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Be ready. Right side. Still there.
right, on your right, 3 wide, you're in the middle. Clear right. Clear all round, on your left, clear left.